Willkommen zu unserem neuen Workshop ALIGN-X. Unter unserem Motto "Investieren Sie Minuten, gewinnen Sie Stunden" präsentiere ich Ihnen jetzt die umfangreichen Funktionen unserer AutoCAD-Applikation ALIGN-X. Ich werde Ihnen gleich zeigen, wie Sie mit nur einem Befehlsaufruf unter AutoCAD komplette Layerstrukturen erzeugen und Layer dabei auch gleichzeitig konvertieren. Sie sehen, wie Sie mit den Befehlen W-Blocks und ACT-Blocks Blöcke aktualisieren und layertechnisch optimieren. Auch die Zeichenreihenfolge von Geometrieelementen können Sie mit nur einem Befehlsaufruf layertechnisch steuern. Und last but not least zeige ich Ihnen, wie Sie Texte in Ihren Zeichnungen ohne den Einsatz von Plansätzen einheitlich steuern können. Wie einfach diese Funktionen zu bedienen sind und wie das alles funktioniert, sehen Sie jetzt. Bleiben Sie dran bis zum Schluss, denn in dieser Applikation ist für jeden AutoCAD-Anwender mindestens eine wertvolle Funktion dabei. Wie Ihnen sicher bekannt ist AutoCAD ein layerbasierendes CAD-Programm, das Ihnen bei der Gestaltung eigener Layerstrukturen weitgehend freie Hand lässt. Dieser einerseits enorme Vorteil führt in der täglichen Praxis andererseits dazu, dass Layerstrukturen entstehen können, die ab einer bestimmten Größenordnung mit den Standardmethoden von AutoCAD nicht mehr so einfach gehandhabt werden können. So treten in der täglichen Praxis immer wieder folgende Situationen auf. Anwender halten sich nicht an die einmal vereinbarten Layernamen. Auch Layer-Eigenschaften wie Farben und Linientypen stimmen nicht mit getroffenen Vereinbarungen überein. Eine Layerstruktur muss im Verlauf eines Projektes an aktuelle Erfordernisse angepasst werden. Layer müssen von einer Layerstruktur in eine andere Layerstruktur übertragen werden. Verschiedene Nutzer von AutoCAD-Zeichnungen möchten diese eine Zeichnung unter verschiedenen Aspekten betrachten können, ohne jedes Mal in komplexen Layerstrukturen aufwendige Anpassungen vornehmen zu müssen. Nun, mit ALIGN-X werden solche Probleme entweder von vornherein vermieden oder sie werden auch nachträglich mit nur einem Befehlsaufruf gelöst. Und wie diese Lösung in der Praxis aussieht, schauen wir uns jetzt an verschiedenen Beispielen an. AutoCAD bietet Ihnen schon lange die Möglichkeit, innerhalb einer Zeichnung mit Hilfe des Layer Status Managers sogenannte Layer Status anzulegen und zu bearbeiten. Ein Layer-Status ist, vereinfacht gesagt, eine unter einem Namen abgespeicherte Layer-Einstellung. Layer-Status können aus einer Zeichnung exportiert werden, um sie in einer anderen Zeichnung zu importieren. Damit spart man sich den Aufwand, den Layer-Status in jeder Zeichnung neu anzulegen. Insgesamt betrachtet ist das eine gelungene Funktionalität. Mit ALIGN-X beschreiten wir einen ganz anderen Weg, um Layer und Layer-Status in nur einem Arbeitsgang zu erzeugen. ALIGN-X erzeugt eine Layerstruktur, indem eine Excel-Tabelle, die im CSV-Format gespeichert ist, ausgelesen wird und auf die aktuelle Zeichnung angewendet wird. Dabei werden in einem Arbeitsgang nicht nur neue Layer erzeugt, sondern wenn nötig auch falsche Layer konvertiert. Das Programm geht dabei so weit, dass Geometrieelemente, die sich auf mehreren Layern befinden, auf einem neuen Layer zusammengefasst werden können. Mit ALIGN-X werden also zwei komplexe Arbeitsvorgänge in einem einzigen Arbeitsgang vereint. So realisieren Sie eine von Ihnen selbst standardisierte Qualität in Ihren AutoCAD-Zeichnungen. Das bedeutet für Sie eine erhebliche Qualitätsverbesserung und eine gewaltige Einsparung an Arbeitszeit. Bei späteren Änderungen an den Layern reicht es aus, die Excel-Tabelle entsprechend anzupassen und danach wieder den ALIGN-X-Befehl Layerstruktur auf die aktuelle Zeichnung anzuwenden. Keine Angst mehr vor Änderungen an den Layern. Schauen wir uns die prinzipielle Funktionsweise am Beispiel einer leeren AutoCAD-Zeichnung an. Wie Sie hier sehen können, gibt es weder Layer noch Layer-Status. Ich rufe den ALIGN-X-Befehl Layerstruktur auf, wähle die CSV-Datei zum Beispiel für Grundrisszeichnungen aus und alle in der Excel-Tabelle vordefinierten Layer und die einzelnen Layer-Status werden in der aktuellen Zeichnung angelegt.
Insgesamt werden in diesem Beispiel in Echtzeit 155 Layer und 8 Layer Status angelegt. Das geht mit keiner anderen Lösung schneller. Aber ALIME-X kann auch viel mehr. Ich habe hier eine einfache Grundrisszeichnung, in der verschiedene Layer verwendet wurden, deren Namen jedoch nicht meinen Vorstellungen entsprechen. Hier ein Beispiel mit dem Layer für Wände. In der Zeichnung wurde der Layer Wände einmal mit AE und einmal mit dem Umlaut Ä verwendet. Ich möchte jedoch nur den Layer Wand verwenden, statt des Layers Türen den Layer Tür und so weiter. Deshalb habe ich in meiner Excel-Tabelle die unerwünschten Layernamen in der Spalte Old Layers jeweils mit einem Komma getrennt eingetragen. So können wir auch mehrere in der Zeichnung vorkommende falsche Layer auf einmal konvertieren. Ich führe wieder den ALIME-X-Befehl Layerstruktur aus und wieder werden alle Layer in der Zeichnung angelegt. Die falschen Layer werden automatisch konvertiert. Danach werden nicht benötigte Layer mit einem Knopfdruck bereinigt und hier das Ergebnis. Es gibt nur noch den Layer Tür und für die Wände nur noch den Layer Wand. Und die Layer-Status sind ebenfalls angelegt. So einfach ist das mit ALIME-X. Herz der gesamten Layersteuerung unter ALIME-X ist die zugrunde liegende Excel-Tabelle, die im universellen CSV-Format gespeichert ist. Diese Tabelle ist sehr einfach aufgebaut. Die erste Spalte mit dem Titel Name enthält den Namen des Layers, der von ALIME-X angelegt wird, falls er nicht sowieso schon in der aktuellen Zeichnung vorhanden sein sollte. Die zweite Spalte mit dem Titel Description enthält die Beschreibung der Funktion des Layers. Dieser Text wird in der Spalte Beschreibung des AutoCAD Layer Managers eingetragen. In der dritten Spalte mit der Bezeichnung Old Layers werden die unerwünschten Layernamen eingetragen. Sie dürfen hier mehrere Layernamen eintragen, müssen die unterschiedlichen Layernamen jedoch mit einem Komma voneinander trennen. Danach kommen 8 Spalten für den ersten Layer-Status. Hier dargestellt am Beispiel des Layer-Status Architektur. In der Spalte Status steht der Name des Layer-Status. In der Spalte Color steht die Farbe, die der Layer im aktuellen Layer-Status annehmen soll. Übrigens können hier auch Eintragungen aus Farbbüchern vorgenommen werden, sodass Sie zum Beispiel auch RAL- und Pantone-Farben verwenden können. In der Spalte Line Type wird der Linientyp eingetragen, den der Layer annehmen soll. In der Spalte Plottable wird eingetragen, ob der Layer plottbar ist, und in der Spalte Line Weight wird eingetragen die Linienstärke. In den Spalten Frozen, Off und Locked wird eingetragen, ob die einzelnen Layer im betreffenden Layer-Status gefroren, ausgeschaltet oder gesperrt sind. Das ist alles, was Sie benötigen, um einen Layer-Status in dieser Tabelle zu definieren. Weitere Layer-Stati erzeugen Sie einfach, indem Sie die 8 Spalten des ersten Layer-Status hinter diesen Layer-Status kopieren und mit der Ersetzfunktion in dieser Spalte einen neuen Namen eintragen und danach die notwendigen Änderungen für den zweiten Layer-Status vornehmen. Natürlich stellt sich hier die Frage, wie man die notwendige Steuerdatei überhaupt erzeugt. Nun, ALIME-X bietet dafür den Befehl Layerstruktur exportieren. Damit werden die Layernamen aus einer beliebigen Zeichnung in eine CSV-Datei exportiert. Mit diesem Befehl wird sozusagen eine Rohdatei der Layer mit allen notwendigen Spalten für den ersten Layer-Status erstellt. Sie können diese Tabelle ganz einfach zum Beispiel mit Excel auf Ihre Erfordernisse anpassen. ALIME-X verfügt über weitere praktische Befehle, um auch Blöcke in Zeichnungen layertechnisch zu optimieren. Schauen wir uns das Problem am Beispiel einer einfachen Elektroinstallationszeichnung an. Die Blöcke in dieser Zeichnung wurden so definiert,
dass zwar alle Blöcke der Installationssymbole auf dem Layer Elektroinstallation liegen, jedoch wurde der Geometrie und den Attributsdefinitionen in den Blöcken unglücklicherweise verschiedene Farben fest zugewiesen. Wir möchten die Blöcke jedoch so benutzen, dass die Geometrie im Block selbst auf dem Layer 0 liegt und die einzelnen Geometrieelemente im Block die Farbe von Block zugewiesen wird. Damit werden diese Blöcke layertechnisch genau wie alle anderen Geometrieelemente gesteuert. Mit dem ALIMX-Befehl wblocks können Sie nicht nur viele Blöcke in einem Arbeitsgang aus der aktuellen Zeichnung exportieren, sondern Sie können diese Blöcke während des Exports auch gleich konvertieren lassen, indem Sie die Geometrie im Block auf den Layer 0 legen lassen und dabei auch gleich noch die Farbe von Block zuweisen. Die so konvertierten Blöcke können nun mit dem ALIMX-Befehl actblocks von der Festplatte wieder in die aktuelle Zeichnung reimportiert werden. Wie Sie sehen können, nehmen die so aktualisierten Blöcke sofort die Farbe Grün des Layers Elektroinstallation aus unserer Beispielzeichnung an. Ein weiterer, ebenfalls layerbasierender Befehl in ALIMX ermöglicht es Ihnen, die Anzeigereihenfolge der Geometrieelemente in Ihren Zeichnungen layerabhängig zu steuern. Damit muss die Zeichenreihenfolge nicht umständlich mit dem Befehl Zeichenreihenfolge aus AutoCAD einzeln eingestellt werden. Vielmehr können Sie selbst umfangreiche Zeichenreihenfolgen mit nur einem Befehlsaufruf in Ihrer Zeichnung anwenden. Rufen Sie den ALIMX-Befehl Layer Zeichenreihenfolge auf. In der Dialogbox können Sie im oberen Teil die Layer übernehmen, die in der Zeichnung nach vorne, und im unteren Teil der Dialogbox können Sie eintragen, welche Layer in Ihrer Zeichnung nach hinten gesteuert werden sollen. Die Regel ist einfach. Die Layer, die nach oben müssen, stehen oben, die Layer, die nach unten müssen, stehen unten. Und wenn Sie das Ganze anwenden, dann kann das folgendermaßen aussehen. Und jetzt zeige ich Ihnen noch die Funktionen für externe Referenzen und Texte in ALIMX. Sehr nützlich ist die Funktion zum nachträglichen Umstellen von XREF-Zuordnungsfaden. Diese können mit ALIMX nachträglich relativ gesetzt werden, was bei der Weitergabe von Zeichnungen sehr hilfreich ist, weil man nicht mehr auf den ursprünglich verwendeten Laufwerksbuchstaben angewiesen ist. Ich demonstriere die Funktion kurz am Beispiel eines Flucht- und Rettungsplanes aus unserem Demo-Projekt. Wie Sie hier im XREF-Manager von AutoCAD sehen können, sind eine ganze Reihe von Zeichnungen mit ihren absoluten Pfadeinstellungen zugeordnet. Ich rufe unter ALIMX den Befehl xref-relativ auf und ALIMX stellt die Pfade vom absoluten auf den relativen Pfad um. Das funktioniert übrigens auch mit Pixelbildern, dafür gibt es einen eigenen Befehl. Eine weitere sehr leistungsfähige Funktion aktualisiert Textinhalte über die benutzerspezifischen Felder in den Zeichnungseigenschaften Ihrer aktuellen Zeichnung. Wenn Sie in Ihren Zeichnungen Texte schreiben und Sie verwenden keine Plansätze, mit denen man Texte zeichnungsübergreifend benutzen kann, dann können Sie Texte auch in die benutzerspezifischen Felder der Zeichnungseigenschaften in Ihrer aktuellen Zeichnung schreiben. Hier können Sie beliebige Felder anlegen und diese mit beliebigen Inhalten füllen. In diesem Beispiel habe ich die Felder 1 bis 7 angelegt und diese der Einfachheit halber mit dem Text Information 1 bis 7 gefüllt. Wenn ich in der aktuellen Zeichnung einen Text schreiben will, kann ich ihn per Schriftfeldverknüpfung mit diesen benutzerspezifischen Feldern verknüpfen. Das kann auch mehrfach und in unterschiedlichen Layouts erfolgen. Der Vorteil ist klar. Wenn ich einen Text in den benutzerspezifischen Feldern der Zeichnungseigenschaften ändere,
Dann werden alle verknüpften Texte in der aktuellen Zeichnung automatisch aktualisiert. Damit diese Informationen auch in anderen Zeichnungen verfügbar werden, führe ich jetzt den ALIMX-Befehl Zeichnungseigenschaften exportieren aus und schreibe so die Informationen in eine CSV-Datei. Nun erstelle ich eine neue Zeichnung, in der es im Moment noch keine benutzerspezifischen Felder in den Zeichnungseigenschaften gibt. Dafür gibt es den ALIMX-Befehl Zeichnungseigenschaften importieren. Damit lese ich die vorher exportierten Informationen aus der CSV-Datei in die benutzerspezifischen Felder der Zeichnungseigenschaften der aktuellen Zeichnung ein. Wenn ich jetzt wieder einen Text schreibe und ihn genau wie in der ersten Zeichnung mit den Schriftfeldern verknüpfe, dann steht er mir auch in dieser Zeichnung zur Verfügung. Und was mache ich, wenn einer der Texte geändert werden muss? Ich ändere ihn in den benutzerspezifischen Zeichnungseigenschaften der aktuellen Zeichnung und exportiere diese wieder in die schon existierende CSV-Datei. In der ersten Zeichnung genügt es nun, die benutzerspezifischen Zeichnungseigenschaften erneut zu importieren, und schon sind auch hier alle Texte aktuell. Und jetzt sind Sie hoffentlich so neugierig geworden, dass Sie es unbedingt selbst ausprobieren müssen. Also laden Sie sich die Demo-Version von unserer Homepage herunter und probieren Sie es selbst aus, denn das macht den AutoCAD-Anwender froh.